Ich zeige euch, wie ihr die Paperlike-Folie auf euer iPad anbringt, die Vor- und Nachteile von der Folie und ob sie sich für euch eignet. Mein Name ist Demian und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Genau, ich habe jetzt diese Folie seit etwa einem Jahr in Gebrauch auf meinem 2019er iPad. Ich habe jetzt ein neues iPad und dafür habe ich mir diese Folie noch zum zweiten Mal bestellt und bringe die jetzt mit euch zusammen an. Und dazu schauen wir jetzt erstmal in die Box, was da alles drin ist. So, genau. Dann haben wir jetzt einmal hier zwei Paperlike-Folien. Genau, hier noch ein bisschen Zusatzmaterial, noch eine Karte mit einer persönlichen Widmung von Paperlike selbst. Installationstools, genau. Hier haben wir dann wahrscheinlich diese kleinen Marker mit drin, die feuchten Tücher, um das iPad gleich zu säubern, damit auch kein Staubkorn mehr drauf ist. Genau, das sind hier diese Marker und noch so ein Dustabsorber. Damit kann ich noch kleine Partikel oder Staubkörner vom iPad direkt wegmachen, indem ich das so drauf drücke. Das zeige ich dann gleich. Sonst was drin? Genau, da ist dann noch so einmal so ein Mikrofasertuch mit drin. Das kann man auch danach dann noch weiterverwenden. Genau, das sind dann einfach noch so Hilfssticker. Die werden wir dann auch gleich noch benutzen müssen beim Anbringen der Folie. Genau, das machen wir auch mal direkt. Genau, dann haben wir einfach zwei Seiten von der Folie. Das ist einmal die Sticky-Side, die wird aufs iPad geklebt und auf der anderen Seite haben wir quasi die Paperlike-Seite, auf der wir dann nachher auch schreiben können. Und damit wir das Ganze gut anbringen können, gibt es hier diese Help-Sticker. Einmal so einen weißen hier oder so einen schwarzen und diese drei roten. Und dann haben wir noch so einen Dustabsorber, der hilft uns nachher einzelne Staubkörner noch zu entfernen, wenn wir das nicht mit den Feuchttüchern und dem Mikrofasertuch schon geschafft haben. Also es bleibt immer irgendwie noch so ein kleines Staubkorn zurück, da muss man ziemlich genau darauf achten, dass da möglichst wenig Staub oder am besten natürlich gar keiner unter der Folie ist, weil das kriegt man sonst nachher nicht mehr raus. Deswegen auch am besten diese Folie in einem Raum anbringen, wo halt nicht so viel Staub ist. Ich glaube, es wird sogar empfohlen, das im Badezimmer zu machen. Aber ich glaube, es wird so gut wie keinen Raum finden, wo einfach kein Staub ist. Von dem her einfach darauf achten, dass da möglichst wenig Staub auf dem iPad selbst ist. Ich sehe jetzt hier schon recht viel Staub. Ich weiß nicht, ob man das über die Kamera sehen kann. Aber ja, genau, das machen wir dann gleich nochmal mit den Feuchttüchern weg und dem Mikrofasertuch. Genau, schauen wir mal, wie es geht. Genau, was ich direkt am Anfang mache, ist das iPad umzudrehen, dass die Kamera auf der unteren Seite ist. Also drehe ich das einmal. So. Ich bin auch jetzt hier schon einmal mit dem Mikrofasertuch rüber. Genau, und dann lege ich jetzt die Folie drauf. Einmal mit der Seite nach oben, also der Paperlike-Seite nach oben. Und die Sticky-Seite kommt nach unten. Genau, ich drehe das jetzt einfach so um. Und lege das möglichst mittig aufs iPad natürlich drauf. Und achte einfach darauf, dass hier die Kameraaussparung dementsprechend auch passend ist. So, dann nehme ich mir diese Sticker hier, in den ersten, und die verteile ich jetzt quasi einen in der Mitte, oben und einen unten. So, und jetzt achte ich darauf, dass es, wie gesagt, eben schön mittig platziert ist. Dann mache ich das hier mit dem Klebestreifen fest. Und jetzt verrutscht das auch erstmal nicht mehr so. So, genau. Und die kann ich auch hier direkt an der Seite so runterknicken. So. Jetzt schiebe ich das Ganze quasi nach links rüber, sodass die Klebestreifen wirklich drunter sind und die Folie quasi befestigen. Jetzt sind die schon sehr gut ausgerichtet. Und jetzt nehme ich mir diese Hilfssticker oder einen zumindest davon und klebe den auf die Mitte der anderen Seite. So. Und jetzt kann ich das Ganze einfach aufklappen und reinige das Ganze nochmal. Ich gehe zuerst mit dem Mikrofasertuch drüber. Und jetzt nehme ich mir eins von den Feuchttüchern
ist jetzt auf den ersten Blick schon mal kein Staub mehr. Jetzt nehme ich das Trockentuch, das Mikrofasertuch nochmal und gehe nochmal rüber und wische es nochmal trocken. So, und jetzt können wir diesen Dustabsorber nehmen und schauen jetzt nochmal ganz genau hin, ob wir noch irgendwo Staub entdecken. Da sehe ich zum Beispiel schon mal was. Und das kann man jetzt einfach hier so wegziehen. Und das wird dann alles hier auf der Unterseite quasi festgeklebt. Genau, den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ich klebe den jetzt hier hin. Und jetzt können wir die Folie nehmen und jetzt ziehen wir hier mit diesem kleinen Kleber quasi diese Schutzfolie einfach ab. Und da möglichst darauf achten, dass man nicht mit den Fingern auf die Folie selbst drauf kommt, auf die Unterseite. Und dann legen wir sie einfach langsam rüber. Wir haben jetzt hier diesen Hilfssticker, damit können wir die dann geschmeidig drüber legen. So. Genau, und falls jetzt hier noch so kleine Luftbläschen drin sind, ist das überhaupt nicht schlimm, die müssen wir jetzt noch rausarbeiten. Dazu nehme ich jetzt einfach so eine Bankkarte oder irgendwie eine Karte halt und versuche jetzt diese großen Luftbläschen mit den kleinen zu verbinden und das schiebe ich dann einfach so nach draußen. Oder ein Rakel würde sonst natürlich auch funktionieren. So, genau, ich glaube, ich habe alle Luftbläschen erwischt und sind jetzt dementsprechend rausgerakelt. Genau, das nächste, was ich mache, ist jetzt hier unten an dieser kleinen Lasche die obere Schutzfolie abzuziehen. So, die Folie ist jetzt drauf, jetzt kann ich auch wieder mit den Fingern drauf und genau, jetzt kann da nichts mehr passieren. Was man direkt sehen kann, ich habe hier unten rechts noch so ein kleines Luftbläschen drin. Das würde ich jetzt nochmal ganz leicht versuchen mit der Karte rauszubekommen. Falls das nicht möglich ist, kann es sehr gut sein, dass da jetzt drunter doch noch ein Staubkorn ist, was ich nicht vorher mit dem Dustabsorber wegkleben konnte. Ist aber auch nicht weiter tragisch, weil es im äußeren Bereich ist und wenn es jetzt hier irgendwo in der Mitte vom Display wäre, dann würde es mich schon eher stören. Gerade wenn ich jetzt Videos gucke oder so, dann hast du da immer so ein Staubkorn drauf. Aber grundsätzlich hast du bei diesen Glasflächen vom iPad selbst sowieso eigentlich immer irgendwelche Flecken drauf von deinen Fingerabdrücken oder so. Und jetzt hat es mit dieser Folie sowieso nochmal den Vorteil, dass du Fingerabdrücke generell nicht mehr so stark siehst wie auf einem Glasdisplay. Es hat aber auch einen Nachteil, wenn ich jetzt mal kurz ein Bild öffne hier im Procreate. Das ist alles etwas unschärfer, ist nicht mehr ganz so klar wie über die Glasfläche selbst. Wenn ich mal ein bisschen reinzoome, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann, es hat so ein bisschen so einen verwaschenen Effekt, fast so einen Krüsseleffekt. Das ist nur ganz leicht, man gewöhnt sich auch dran, aber es fällt besonders auf, wenn man jetzt irgendwie einen Film auf Netflix oder ein Video auf YouTube schaut, dann fällt einem diese Unschärfe schon ein bisschen auf. Aber es stört nicht wirklich und man hat dadurch, wie gesagt, auch den Vorteil, dass die Reflexionen an sich nicht mehr so stark auf dem Display sind und die Fingerabdrücke nicht mehr so zu sehen sind. Und natürlich hat man den riesen Vorteil, dass wenn du jetzt auf dem iPad malst, du diesen Papierwiderstand hast. Also wie als würdest du wirklich auf einem Papier malen. Das ist deutlich einfacher. Du rutschst nicht mehr so über die Glasfläche hinweg wie vorher. Und das macht das Zeichnen einfach viel angenehmer und viel leichter, auch für den Start vor allem. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, für wen lohnt sich diese Folie oder besser gefragt, für wen lohnt sie sich nicht? Ich persönlich male einfach gerne auf dem iPad und habe dann diese Haptik einfach gerne, wie auf Papier zu malen. Das gibt einfach ein bisschen mehr Widerstand, diese raue Oberfläche und ich fühle mich einfach ein bisschen sicherer bei der Pinsel- bzw. Pencilführung. Und auch wenn du dir nur Notizen machst, also etwas auf dem iPad schreiben möchtest, ist das sicherlich ein bisschen besser, diesen Widerstand zu haben oder ein bisschen einfacher, vor allem am Anfang. Für wen es sich nicht so lohnt, ist vielleicht der Illustrator, der schon viel auf Wacom Grafiktabletts gearbeitet hat. Die sind einfach schon diese glatte Oberfläche ein bisschen gewöhnt und für die ist das einfach nicht so das Problem. Die Folie hat einfach Vor- und Nachteile. Ganz klar als Vorteil ist die Haptik beim Zeichnen oder beim Schreiben.
Ist einfach viel, viel angenehmer, als wenn du direkt auf einer Glasfläche schreiben würdest oder auf einem Whiteboard zum Beispiel. Das ist etwa vergleichbar. Du hast auch noch den Vorteil, dass du einen Mattenscreen dadurch hast. Das heißt, wenn du mal unterwegs bist oder irgendwie draußen sitzt, hast du nicht so viele Reflexionen auf dem Bildschirm selbst. Und du siehst auch Fingerabdrücke nicht so deutlich wie jetzt auf einer Glasfläche. Als Nachteil würde ich einfach sagen, dass die Folie den Bildschirm ein bisschen unschärfer macht, ein bisschen verwaschener. Das fällt nicht sehr deutlich auf, das ist nur so ganz leicht und man gewöhnt sich da auch dran. Als zweiten Nachteil würde ich sagen, dass die Folie sich einfach abnutzt mit der Zeit. Das ist nicht ganz so cool, aber man gewöhnt sich auch daran. Es ist so ein schleichender Prozess, gerade wenn du viel malst. Und das fällt dann mit der Zeit gar nicht mehr auf. Und theoretisch könntest du dann die Folie sogar irgendwann entfernen und würdest wahrscheinlich gar nicht mehr so den Unterschied merken. Für mich überwiegen da definitiv die Vorteile. Also einfach die Haptik beim Zeichnen ist für mich einfach sehr wichtig. Und wenn du schon auf der Suche nach einer Schutzfolie bist, dann würde ich dir empfehlen, hol dir direkt so eine, wo du auch diese raue Oberfläche hast. Das kann nicht schaden und klar ist jetzt vielleicht preislich nicht unbedingt das attraktivste mit 34 €. Ich glaube, eine normale Schutzfolie kostet so um die 10 bis 12 €. Aber wenn du eben auch viel auf dem iPad schreibst, also nicht unbedingt malst, dann lohnt sich das auch, weil du einfach dadurch dich wie auf einem College-Block fühlst, also beim Schreiben und es hat auf jeden Fall einen Vorteil. Also für Anfänger, die das Zeichnen lernen wollen auf dem iPad, definitiv eine Kaufempfehlung von mir. Aber auch für fortgeschrittene Leute, die wirklich schon auf einem Wacom Grafiktablett gearbeitet haben, finde ich, dass es Sinn macht, auch ein bisschen Widerstand beim Zeichnen zu haben. Von dem her würde ich es auch denen empfehlen. Die Folie kannst du auf Amazon kaufen oder direkt auf paperlike.com. Einen Link dazu findest du auch in der Videobeschreibung. Das ist dann ein Affiliate-Link. Das heißt, wenn du über mich kaufst, kriege ich eine kleine Provision. Dich kostet das natürlich nicht mehr. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like von dir. Wenn du Fragen zum Produkt hast, dann lass mir gerne einen Kommentar da. Und wenn du sehen willst, wie ich auf dem iPad male, dann abonniere doch meinen Kanal und verpasse kein Video mehr. Und damit würde ich sagen, ciao und bis bald.